Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Ruinen nahe des heutigen Kairo liegt ein Ort, dessen Name durch die Jahrtausende hallt wie ein leises Flüstern. Heliopolis, die Stadt der Sonne. Heute ist von ihrem Glanz kaum mehr als ein einzelner Obelisk geblieben, der stumm in den Himmel ragt. Doch unter dem Sand und dem Lärm der modernen Metropole verbirgt sich das Echo einer der größten intellektuellen Mächte der Antike, einer Priesterschaft, deren Wissen über Kosmos, Seele und Schöpfung so tief war, dass es die Grundfesten der westlichen Zivilisation mitgestalten sollte. Wir begeben uns heute Nacht auf die Spuren dieses verlorenen Wissens. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf einer Reise in die Dämmerung der Geschichte, an einen Ort, der für die alten Ägypter nicht nur eine Stadt war, sondern ein Gedanke, der aus dem Urozean geboren wurde. Wir sprechen von Heliopolis, der Stadt der Sonne. Ihr altägyptischer Name war Iunu, die Stadt der Säulen, doch die Griechen gaben ihr den Namen, unter dem sie unsterblich wurde. Heliopolis war mehr als ein geografischer Punkt auf der Landkarte am Nildelta. Sie war der theologische Nullpunkt der ägyptischen Zivilisation, der Ort, an dem die Zeit selbst begann. In den heiligen Texten wird erzählt, dass hier der erste Sonnenaufgang stattfand. Aus den dunklen, chaotischen Wassern des Nun erhob sich der Urhügel, der Benben, und auf ihm erschien der Schöpfergott Atum. In einem Akt kosmischer Selbsterschaffung brachte er die ersten Götter hervor und legte damit den Grundstein für die geordnete Welt, den Ma'at. Diese Stadt war somit die Verkörperung des Zep-Tepi, der ersten Zeit, einem mythischen goldenen Zeitalter, in dem Götter auf Erden wandelten. Jeder Tempel, der hier errichtet wurde, war eine steinerne Wiederholung dieses Schöpfungsaktes. Jeder Ritus, den die Priester vollzogen, war ein Echo der ersten Worte Atums. Die Theologie von Heliopolis war fundamental. Sie beeinflusste das gesamte Pharaonenreich über Jahrtausende hinweg. Die Vorstellung, dass der Pharao der Sohn des Sonnengottes Ra sei, hat hier ihre tiefsten Wurzeln. Die großen Pyramiden von Gizeh, deren Spitzen einst mit vergoldeten Pyramidien, kleinen Benbensteinen gekrönt waren, richteten sich nach dem Licht von Heliopolis aus. Sie waren nicht nur Gräber, sondern Maschinen zur Wiedergeburt, die den König zurück zu den unvergänglichen Zirkumpolarsternen und zur Sonne führen sollten. Wenn wir also versuchen, das geheime Wissen der Priester zu verstehen, müssen wir hier beginnen. Nicht bei Papyrusrollen oder verborgenen Kammern, sondern bei der fundamentalen Idee, dass Heliopolis der Ort war, an dem der Kosmos selbst Form annahm und die Götter den Menschen die Ordnung schenkten. Von der kosmischen Idee wenden wir uns nun der irdischen Realität zu. Was ist heute von Iunu der Säulenstadt geblieben? Die Antwort ist ernüchternd und lehrt uns Demut vor der vergänglichen Natur, selbst der heiligsten Orte. Das antike Heliopolis liegt heute begraben unter den modernen Vororten von Kairo, unter Stadtteilen wie Al-Matariya und Ain Shams. Über Jahrtausende hinweg wurde die Stadt zur Beute für Steinräuber. Ihre prächtigen Tempelblöcke wurden abgetragen, um das mittelalterliche Kairo zu errichten. Was das menschliche Handeln nicht zerstörte, vollendete der Nil. Seine jährlichen Überschwemmungen lagerten dicke Schichten von Schlamm und Sediment ab
und begruben die Ruinen tief unter der heutigen Oberfläche. Ein Spaziergang durch das Areal heute offenbart kaum etwas von der einstigen Pracht. Das auffälligste und zugleich melancholischste Zeugnis ist ein einzelner, einsamer Obelisk. Er wurde von Pharao Senusret-Birschte aus der 12. Dynastie vor fast 4000 Jahren errichtet und markiert den wahrscheinlichen Standort des großen Tempels, des Ra-Atum. Er steht stumm Wache, ein steinerner Zeigefinger, der in einen Himmel ragt, der einst von unzähligen seiner Artgenossen bevölkert war. Die Archäologie in Heliopolis ist ein Kampf gegen die Zeit und die moderne Urbanisierung. Ausgrabungen sind schwierig und oft nur in kleinen Fenstern zwischen bestehenden Gebäuden möglich. Doch selbst diese begrenzten Einblicke sind aufschlussreich. Man fand Überreste von Tempelmauern, Fragmente von Kolossalstatuen und Inschriften, die von Festen und königlichen Erlassen berichten. Jedes gefundene Fragment ist ein Puzzleteil, das uns hilft, das Ausmaß dieses verlorenen Zentrums zu erahnen. Die Texte anderer Orte sprechen eine deutlichere Sprache. Sie beschreiben Heliopolis als eine Stadt mit weitläufigen Tempelanlagen, heiligen Seen, Bibliotheken, den sogenannten Häusern des Lebens und Observatorien. Es war ein riesiger Komplex, der dem Wissen gewidmet war. Die Säulen, die der Stadt ihren Namen gaben, waren nicht nur architektonische Stützen, sondern symbolisierten die Pfeiler, die den Himmel trugen. Das physische Verschwinden von Heliopolis macht sein intellektuelles Erbe nur noch geheimnisvoller. Das Wissen war in Stein gemeißelt, aber auch in den Köpfen derer, die dort dienten. Und während die Steine zerfielen, wurde das Wissen weitergegeben, transformiert und in den Adern der ägyptischen Kultur bewahrt. Wer waren die Menschen, die das Herz von Heliopolis bildeten? Es waren die Priester des Ra. Doch wir müssen unser modernes Verständnis des Wortes Priester beiseite legen. Sie waren weit mehr als nur Verwalter von Ritualen. Sie waren die intellektuelle Elite des Landes. Astronomen, Mathematiker, Architekten, Ärzte, Historiker und Theologen in Personalunion. In einer Gesellschaft ohne klare Trennung zwischen Religion und Wissenschaft war der Tempel das primäre Zentrum für Forschung und Lehre. Das Wissen, das sie hüteten, war heilig, weil es als göttlichen Ursprungs galt. Die Bewegung der Sterne am Himmel war nicht nur ein astronomisches Phänomen, es war die Schrift der Götter, die es zu lesen und zu deuten galt. Die Entwicklung eines präzisen Kalenders, der auf der Beobachtung des Sirius-Sterns basierte und das Sonnenjahr auf 365,25 Tage bestimmte, war eine ihrer größten Errungenschaften. Diese Kenntnis war überlebenswichtig, denn sie ermöglichte die Vorhersage der Nilflut, des Herzschlags der ägyptischen Landwirtschaft. Ihre mathematischen Fähigkeiten, die wir in Texten wie dem Papyrus Rhind erahnen, waren für die Planung und den Bau monumentaler Architektur wie der Pyramiden und Tempel unerlässlich. Sie verstanden sich auf komplexe Geometrie und Berechnungen, die notwendig waren, um Bauwerke perfekt nach den Himmelsrichtungen auszurichten. Dieses Wissen war jedoch kein Gemeingut. Es wurde sorgfältig gehütet und nur an auserwählte Schüler innerhalb der Tempelmauern weitergegeben. Es war kein Geheimwissen im Sinne von Magie oder Verschwörung, sondern eher ein hochspezialisiertes Fachwissen, das jahrelanges, intensives Studium erforderte. Die Priester waren die Hüter der Stunden, die den göttlichen Zeitplan des Universums überwachten. Sie waren die Bewahrer der heiligen Schriften, die die Mythen und die Geschichte des Landes aufzeichneten. Ihre Rolle war es, die Ma'at, die kosmische Ordnung, durch Rituale
und die Anwendung ihres Wissens aufrecht zu erhalten. Sie waren die unverzichtbaren Vermittler zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter, die das fragile Gleichgewicht des Universums in ihren Händen hielten. Die Priesterschaft von Heliopolis war keine homogene Gruppe, sondern eine streng strukturierte, hierarchische Organisation. An der Basis dieser Pyramide standen die Wab-Priester, die Reinen. Ihre Hauptaufgabe bestand in der rituellen Reinigung. Sie trugen die Götterbarken bei Prozessionen, reinigten die heiligen Bezirke und bereiteten die Opfergaben vor. Reinheit war von größter Bedeutung. Sie mussten sich mehrmals täglich waschen, ihren Körper rasieren und durften nur Leinenkleidung tragen. Sie waren die fleißigen Hände, die den täglichen Betrieb des Tempels ermöglichten. Über ihnen standen die Vorlesepriester oder Cheriheb. Sie waren die Meister der heiligen Texte und der Liturgie. Ihre Aufgabe war es, bei den Ritualen die richtigen Hymnen und Zaubersprüche mit der korrekten Intonation zu rezitieren. Man glaubte, dass das gesprochene Wort schöpferische Kraft besaß, und ein Fehler konnte die Wirksamkeit eines ganzen Rituals zunichte machen. Sie waren die Hüter der mündlichen und schriftlichen Tradition. Eine weitere wichtige Gruppe waren die Stundenpriester, die Astronomen, die den Himmel beobachteten, um den exakten Zeitpunkt für die Durchführung der Rituale zu bestimmen. Sie waren die Meister des Kalenders und der Zeitmessung, die sicherstellten, dass die irdischen Handlungen im Einklang mit den himmlischen Zyklen standen. An der Spitze dieser komplexen Hierarchie stand eine einzelne, überragende Figur, der Hohepriester von Heliopolis. Sein Titel war einer der ältesten und ehrwürdigsten in ganz Ägypten, Wehrmau, was so viel bedeutet wie der Größte der Schauenden oder der Größte der Seher. Dieser Titel verweist direkt auf seine primäre Funktion als oberster Astronom. Er war nicht nur der höchste Verwaltungsbeamte des Tempels, sondern auch derjenige, der den Willen des Sonnengottes durch die Beobachtung der Gestirne interpretierte. Er war der Chefwissenschaftler und der oberste Theologe in einer Person. Die Position war so prestigeträchtig, dass sie oft von Mitgliedern der königlichen Familie besetzt wurde, wie etwa von Prinz Rahotep, einem Sohn von Pharao Snofru. Diese Hierarchie war ein Spiegelbild der kosmischen Ordnung, die sie zu bewahren suchten. Eine perfekt strukturierte Welt, in der jeder seinen Platz und seine heilige Aufgabe hatte. Guten Abend. Wenn wir an Heliopolis denken, kommt uns unweigerlich der Sonnenkult in den Sinn. Doch es wäre ein tiefes Missverständnis, die Priester von Iunu als einfache Sonnenanbeter abzutun. Ihre Beziehung zu Ra war unendlich komplexer, eine Symbiose aus Metaphysik, Physik und einer tiefen, ehrfürchtigen Beobachtung der Natur. Für sie war die Sonne nicht nur eine Gottheit, die am Himmel thront. Sie war die physische Manifestation des Schöpferprinzips, die Quelle allen Lichts, aller Wärme und somit allen Lebens. Sie war der Motor des Kosmos und der Garant der Ma'at, der göttlichen Ordnung und Wahrheit. Die Priester sahen den täglichen Zyklus der Sonne nicht als selbstverständlich an. Ihre Reise über den Himmel und ihre nächtliche gefährliche Fahrt durch die Unterwelt, die Duat, war ein kosmisches Drama, das jeden Tag aufs Neue gewonnen werden musste. Dieser Zyklus war das ultimative Paradigma für alles Existierende, für das Leben, den Tod und die Wiedergeburt. Es war ein Modell für die Reise der menschlichen Seele und für den ewigen Kreislauf der Schöpfung selbst. Die Rituale, die im Tempel des Ra vollzogen wurden, waren daher keine bloßen Bittgebete. Sie waren aktive, theurgische Handlungen,
Die Priester verstanden sich als unverzichtbare Partner der Götter. Durch ihre Gesänge, ihre Opfergaben und ihre präzise ausgerichteten Zeremonien glaubten sie, die Sonnenbarke auf ihrem Weg zu stärken und die Kräfte des Chaos, repräsentiert durch die Schlange Apophis, abzuwehren. Sie sahen es als ihre heilige Pflicht, die kosmische Energie zu kanalisieren und die Stabilität des Universums zu gewährleisten. Diese Weltsicht war zutiefst wissenschaftlich, wenn auch in einem heute fremden Sinne. Sie studierten die Sonne mit einer Intensität, die wir heute der Astrophysik zuordnen würden. Sie analysierten die Qualität ihres Lichts zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, verstanden ihre Verbindung zum jährlichen Anschwellen des Nils und erkannten sie als den primären Zeitgeber, der den Kalender und damit die gesamte landwirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung bestimmte. Der Sonnenkult von Heliopolis war somit keine passive Verehrung. Es war eine angewandte Wissenschaft der kosmischen Harmonie, eine anspruchsvolle intellektuelle Disziplin, die darauf abzielte, die grundlegenden Prinzipien des Seins zu verstehen und aktiv an ihrer Aufrechterhaltung mitzuwirken. Das Wissen darum war das erste große Geheimnis, das in den Hallen von Iunu gehütet wurde. Im Herzen der Lehren von Heliopolis stand ein Schöpfungsmythos von außergewöhnlicher philosophischer Tiefe. Er ist keine einfache Geschichte, sondern eine Landkarte des Bewusstwerdens des Kosmos, eine Erzählung vom Übergang aus dem Nichts ins Sein. Alles beginnt im Nun, den unendlichen, dunklen und formlosen Urwassern. In diesem Ozean des reinen Potentials existierte alles und nichts zugleich. Es ist ein Zustand vor der Zeit, vor dem Raum, vor jedem Gedanken. Aus dieser stillen Unendlichkeit erhob sich aus eigener Kraft der Urhügel, der Benbem. Dieser erste Fleck festen Landes, der die Wasser durchbrach, war der erste Moment der Differenzierung, der erste Punkt der Manifestation in der Leere. Auf diesem Hügel entstand Atum, der Schöpfergott, durch einen Akt reiner Selbstreflexion und Willenskraft. Er war der Vollendete, der alles in sich trug. Atum, allein auf dem Urhügel, begann den Schöpfungsprozess. In einer kraftvollen symbolischen Handlung, je nach Überlieferung durch Masturbation oder Ausspucken, brachte er das erste göttliche Paar hervor. Shu, den Gott der Luft und des leeren Raumes, und Tefnut, die Göttin der Feuchtigkeit und der Ordnung. Sie waren die ersten Prinzipien der Trennung. Shu und Tefnut wiederum zeugten Geb, den Gott der Erde, und Nut, die Göttin des Himmels. In ihrem ursprünglichen Zustand waren Erde und Himmel in einer engen Umarmung vereint. Es war ihr Vater Shu, der sie gewaltsam trennte, der Nut hoch über Geb hob und so den Raum schuf, in dem das Leben existieren konnte. Dieser Moment der Trennung war entscheidend, denn er schuf die Bühne für die Welt, wie wir sie kennen. Aus der Vereinigung von Geb und Nut gingen die letzten 4 Götter hervor, die die menschliche Sphäre regieren sollten. Osiris, der Gott der Wiedergeburt und des Jenseits, Isis, die weise Magierin und Muttergöttin, Seth, der Gott des Chaos und der Wüste, und Nephthys, die Schutzgöttin der Toten. Diese 9 Gottheiten, Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth und Nephthys, bilden zusammen die große Enneade von Heliopolis. Sie sind keine Götter im anthropomorphen Sinne, sondern vielmehr die fundamentalen Kräfte und Bausteine des Universums. Der Mythos ist eine komplexe theologische Abhandlung über die Emanation des Vielen aus dem Einen, ein heiliges Diagramm, das den Priestern als Schlüssel zum Verständnis der Struktur der Realität diente. Das geheime Wissen von Heliopolis war nicht nur metaphysischer Natur,
Es war zutiefst praktisch und im Himmel verankert. Die Priester des Ra waren die führenden Astronomen ihrer Zeit, Meister der Himmelsmechanik, deren Beobachtungen die Grundlagen für die ägyptische Zivilisation legten. Ihre Aufgabe war es, die Zeit zu messen, zu deuten und zu verwalten. Denn wer die Zeit kontrolliert, kontrolliert die Ordnung der Welt. Das Herzstück ihrer Arbeit war der Kalender, ein Instrument von unschätzbarem Wert für eine agrarische Gesellschaft, die vom Rhythmus des Nils abhängig war. Sie entwickelten den bemerkenswert genauen Zivilkalender mit 365 Tagen, aufgeteilt in 12 Monate zu je 30 Tagen, ergänzt durch 5 zusätzliche Tage am Jahresende, die den Geburten der Götter gewidmet waren. Doch die Priester wussten, dass dieses Jahr um etwa einen Vierteltag zu kurz war. Ihre Beobachtungen gingen weit darüber hinaus. Sie waren die Hüter des Wissens um den Sothis-Zyklus. Sie hatten bemerkt, dass der heliakische Aufgang des Sirius, also sein erstes Erscheinen am Morgenhimmel kurz vor der Sonne, das sie Sopdet nannten, exakt mit dem Beginn der jährlichen Nilflut zusammenfiel. Dieses Ereignis markierte das wahre Neujahr. Da ihr Kalender jedoch wanderte, wussten sie, dass es 1460 Jahre dauern würde, bis der Kalenderanfang wieder mit dem Aufgang des Sirius zusammenfiel. Diese immense Zeitspanne zu kennen und zu berechnen, zeugt von einer systematischen, über Generationen geführten Himmelsbeobachtung und einer erstaunlichen mathematischen Abstraktionsfähigkeit. Es verlieh ihnen eine Perspektive, die weit über das menschliche Leben hinausging. Der Tempel selbst war mehr als nur ein Ort der Anbetung. Er war ein präzises, astronomisches Instrument. Seine Hauptachsen waren auf wichtige Himmelsereignisse ausgerichtet, wie die Sonnenwenden oder die Aufgänge bestimmter Sterne. Schmale Schächte und Öffnungen in den Mauern dienten dazu, das Licht eines bestimmten Sterns zu einer bestimmten Zeit auf einen Altar oder eine Statue im Inneren des Heiligtums fallen zu lassen. So wurden göttliche Ereignisse am Himmel direkt mit den Ritualen auf der Erde verbunden. Diese Fähigkeit, kosmische Zyklen vorauszusagen und heilige Feste mit astronomischer Präzision festzulegen, war eine immense Quelle der Macht. Es legitimierte die Autorität des Pharaos und der Priesterschaft, denn sie schienen im Einklang mit dem göttlichen Willen zu handeln, der in den Sternen geschrieben stand. Die Tempel von Heliopolis, von denen heute leider nur noch ein einziger Obelisk zeugt, waren nicht einfach nur Gebäude aus Stein. Sie waren steingewordene Theologie, ein Abbild des Kosmos im Kleinen, errichtet nach den Prinzipien der heiligen Geometrie. Jede Proportion, jeder Winkel und jede Ausrichtung war bewusst gewählt, um die göttliche Ordnung, die Ma'at, auf der Erde zu manifestieren und zu stabilisieren. Die Priesterarchitekten waren Meister darin, komplexe metaphysische Konzepte in architektonische Formen zu übersetzen. Der gesamte Tempelkomplex war eine Reise vom Profanen zum Heiligen, vom Chaos zur Ordnung. Der Besucher betrat den Tempel durch massive Pylone, die die Berge am Horizont symbolisierten, zwischen denen die Sonne auf- und unterging. Sie waren das Tor zwischen der menschlichen Welt und dem Reich der Götter. Dahinter lag oft ein offener Hof, der noch Teil der äußeren Welt war, bevor man in die Dämmerung der großen Säulenhalle, der Hypostylhalle, eintrat. Hier verwandelte sich die Architektur in einen symbolischen Ursumpf. Die massiven Säulen waren oft wie Papyrus- oder Lotusstauden geformt, die aus dem Boden zu wachsen schienen und ein steinernes Blätterdach trugen. Die Decke darüber war tiefblau bemalt und mit goldenen Sternen übersät, eine Darstellung der Himmelsgöttin Nut.
Man bewegte sich also durch die Landschaft der Schöpfungszeit, unter dem kosmischen Himmel, auf dem Weg zum Ursprung allen Seins. Der Boden stieg auf dem Weg ins Innere des Tempels sanft an, während die Decke sich senkte. Der Raum wurde enger, dunkler und stiller, je näher man dem Allerheiligsten kam. Dieser innerste Schrein war das Herz des Tempels und repräsentierte den Urhügel Benben selbst. Hier, in absoluter Dunkelheit, wurde das Kultbild des Gottes oder der heilige Benbenstein aufbewahrt, der Punkt, an dem die Schöpfung begonnen hatte. Die berühmten Obelisken, die vor den Tempeln standen, waren ebenfalls Teil dieser kosmischen Architektur. Sie galten als versteinerte Sonnenstrahlen, als physische Verbindung zwischen der Erde und der Sonne am Himmel. Ihre pyramidale Spitze, das Pyramidion, war oft mit Elektron, einer Legierung aus Gold und Silber, verkleidet, um die ersten und letzten Strahlen der Sonne einzufangen. Der Tempel war somit kein passiver Ort, sondern eine aktive Maschine, ein Resonanzkörper, der dazu entworfen war, kosmische Energien zu sammeln, zu kanalisieren und die Harmonie des Universums zu erhalten. In den schattigen, von Säulen getragenen Hallen des Tempelbezirks von Heliopolis, abseits der großen öffentlichen Höfe, lagen die vielleicht wichtigsten Institutionen des alten Ägypten, die Per Ankh, die Häuser des Lebens. Diese Orte waren weit mehr als bloße Bibliotheken oder Schreibstuben. Sie waren die pulsierenden Herzen des intellektuellen und spirituellen Lebens, eine Kombination aus Universität, Akademie der Wissenschaften, medizinischer Fakultät und magischem Konservatorium. Hier wurde das Wissen nicht nur aufbewahrt, sondern auch geschaffen, interpretiert und in einem sorgfältig kontrollierten System weitergegeben. In den Regalen aus Holz oder in steinernen Nischen lagerten unzählige Papyrusrollen, die das gesamte Spektrum menschlicher und göttlicher Erkenntnis abdeckten. Man fand hier medizinische Abhandlungen von erstaunlicher Präzision, mathematische Texte, die komplexe geometrische Probleme lösten, und astronomische Kalender, die die Zyklen der Sterne mit unheimlicher Genauigkeit vorhersagten. Doch neben diesem weltlichen Wissen lagerten hier die wahren Schätze von Heliopolis, die Heiligen Schriften, Hymnen an die Götter, detaillierte Anleitungen für Tempelrituale und vor allem die esoterischen Texte, die nur für die Augen der höchsten Priester und ihrer auserwählten Schüler bestimmt waren. Die Schreiber in den Häusern des Lebens waren keine einfachen Kopisten. Sie waren selbst Priester, Gelehrte, die den heiligen Akt des Schreibens als Dienst an der Ma'at, der kosmischen Ordnung, verstanden. Jeder Hieroglyphe, jedem Medunetjer, jedem Wort Gottes wohnte eine eigene Kraft inne. Das Kopieren eines Textes war ein magischer Akt, der die im Text enthaltene Energie bewahrte und erneuerte. Das Wissen, das hier gehütet wurde, war eine heilige Last. Es galt als zu mächtig und zu gefährlich, um es der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Es war das Fundament, auf dem die Stabilität des Reiches und die Verbindung zur Götterwelt ruhten. Die Priester von Heliopolis sahen sich als Wächter dieses Fundaments, die in den stillen Hallen der Häuser des Lebens dafür sorgten, dass die Flamme der Erkenntnis niemals erlosch. Der Eintritt in die inneren Kreise der Mysterienschulen von Heliopolis war kein Recht, sondern ein seltenes Privileg, das durch unzählige Prüfungen verdient werden musste. Der Weg der Einweihung war lang, beschwerlich und transformativ. Eine Reise, die den Anwärter symbolisch sterben und als neuer, wissender Mensch wiedergeboren werden ließ. Nicht jeder, der den Wunsch hegte, wurde zugelassen.
Die Priester wählten ihre Schüler mit größter Sorgfalt aus. Sie suchten nach jungen Männern und Frauen von außergewöhnlicher Intelligenz, unerschütterlicher Willenskraft und vor allem von moralischer Reinheit. Ein unreines Herz, so glaubte man, würde von der Macht des Wissens korrumpiert und zerstört werden. Die erste Stufe der Initiation bestand oft aus langen Perioden des Schweigens. Der Neophyt musste lernen, seine Zunge zu beherrschen, zuzuhören und die Welt auf eine neue, tiefere Weise wahrzunehmen. Es folgten Phasen des Fastens und der Enthaltsamkeit, um den Körper zu reinigen und den Geist von den Fesseln der materiellen Welt zu lösen. Darauf folgten die intellektuellen Prüfungen. Die Schüler mussten komplexe theologische und philosophische Texte auswendig lernen, astronomische Berechnungen durchführen und die symbolische Sprache der Hieroglyphen in all ihren Bedeutungsebenen meistern. Doch die härtesten Prüfungen waren jene der Seele. In den tiefsten, dunkelsten Kammern des Tempels, manchmal sogar in den Gängen einer Pyramide, wurden die Initianten mit ihren innersten Ängsten konfrontiert. Durch rituelle Dramen, hypnotische Gesänge und vielleicht sogar den Einsatz pflanzlicher Substanzen wurden sie an die Schwelle des Todes und darüber hinaus geführt. Sie mussten die Auflösung ihres Egos erfahren, um zu verstehen, dass ihre wahre Identität nicht an ihren Körper oder ihre Persönlichkeit gebunden war. Jedes Ritual war ein sorgfältig choreografiertes psychologisches Meisterwerk, das darauf abzielte, die alten Schichten der Persönlichkeit abzutragen und den Kern des wahren Selbst freizulegen. Nur wer diese Prüfungen bestand, wer Furchtlosigkeit, Demut und einen unstillbaren Durst nach Wahrheit bewies, durfte die nächste Stufe betreten und einen weiteren Schleier des großen Mysteriums lüften. Im Zentrum der Lehren von Heliopolis stand ein tiefes und vielschichtiges Verständnis der menschlichen Seele, das weit über die populären Vorstellungen von Mumifizierung und Jenseits hinausging. Für die Priester war der Mensch kein einheitliches Wesen, sondern ein komplexes Gefüge aus verschiedenen spirituellen und physischen Komponenten. Das Ziel der Einweihung war es, diese Teile zu verstehen, zu harmonisieren und bewusst zu meistern, sowohl im Leben als auch im Tod. Da war zunächst der Kat, der physische Körper, das vergängliche Gefäß für die höheren Prinzipien. Eng damit verbunden war der Ka, oft unzureichend als Doppelgänger übersetzt. Der Ka war die Lebenskraft, die vitale Essenz, die den Körper belebte und nach dem Tod weiterhin Nahrung und Opfergaben benötigte. Er war die Brücke zwischen der materiellen und der spirituellen Welt. Dann gab es den Ba, die unsterbliche Seele, die die einzigartige Persönlichkeit und den Charakter eines Individuums repräsentierte. Der Ba wurde oft als Vogel mit einem Menschenkopf dargestellt, der nach dem Tod die Freiheit hatte, zwischen dem Grab und der Welt der Götter zu reisen. Die höchste Form war der Ak, der verklärte, leuchtende Geist. Ein Mensch wurde zum Ak, wenn sein Ka und sein Ba sich nach dem Tod erfolgreich wiedervereinigten und er die Prüfungen im Jenseits bestand. Der Ak war ein unsterbliches Wesen aus reinem Licht, das unter den Sternen wohnte. Neben diesen Hauptkomponenten gab es noch die Shuyet, den Schatten, der als untrennbarer Teil des Seins galt, und das Ren, den wahren Namen einer Person, dessen Kenntnis Macht über sie verlieh. Die Priester von Heliopolis lehrten, dass der Tod kein Ende, sondern ein Übergang war. Ihre Rituale und ihr geheimes Wissen waren eine Art spirituelle Alchemie. Sie boten dem Schüler die Werkzeuge, um seine verschiedenen Seelenteile schon zu Lebzeiten zu erkennen und zu integrieren.
Die Einweihung war somit eine Vorbereitung auf den Tod. Aber mehr noch. Sie war eine Anleitung, die eigene multidimensionale Natur zu erforschen und sich bewusst auf die Reise zur Transformation in einen leuchtenden AKH vorzubereiten, um eins mit dem kosmischen Licht zu werden. Für die Archäologie des 19. Jahrhunderts waren die in den Pyramiden von Saqqara entdeckten Hieroglyphen, die sogenannten Pyramidentexte, zunächst nichts weiter als eine Sammlung von Zaubersprüchen. Man interpretierte sie als magische Formeln, die dem verstorbenen Pharao helfen sollten, Gefahren im Jenseits abzuwehren und seinen Platz unter den Göttern einzunehmen. Diese exoterische, also nach außen gerichtete Interpretation ist zweifellos korrekt. Doch die Priester von Heliopolis, die viele dieser Texte verfassten und kompilierten, hatten eine zweite, tiefere Bedeutungsebene eingewoben. Eine esoterische Lehre, die nur für die Ohren der Eingeweihten bestimmt war. Für den Mysterienschüler waren die Pyramidentexte keine bloßen Jenseitsführer für die Toten, sondern eine detaillierte Landkarte für die spirituelle Reise des Lebenden. Sie waren eine Anleitung zur bewussten Transformation des Bewusstseins. Die beschriebene Reise des Pharaos durch die Duat, die Unterwelt, war in Wahrheit eine Metapher für die innere Reise des Adepten durch die verschiedenen Schichten seines eigenen Geistes. Die furchterregenden Dämonen und Wächter, denen der König begegnete, symbolisierten die eigenen inneren Schatten, Ängste und ungelösten Konflikte, die der Schüler konfrontieren und überwinden musste. Die Hekau, die magischen Worte oder Machtworte, waren nicht nur einfache Zauber, sondern Schwingungsformeln, Mantras, die bei korrekter Intonation und Konzentration das Bewusstsein verändern und Tore zu anderen Wahrnehmungsebenen öffnen konnten. Ein Spruch, der auf der Oberfläche die Überquerung eines Flusses beschreibt, konnte für den Eingeweihten eine Anleitung zur Astralprojektion sein. Eine Passage über die Vereinigung mit dem Sonnengott Rea konnte als Anweisung für eine meditative Technik zur Erlangung kosmischen Bewusstseins verstanden werden. Die Sprache war bewusst kryptisch und voller Symbole. Jedes Wort, jedes Bild besaß mehrere Bedeutungsschichten. Die Pyramidentexte waren somit ein genial verschlüsseltes Handbuch der Seelenalchemie, dessen wahrer Inhalt sich nur demjenigen offenbarte, der durch die langen Jahre der Initiation den Schlüssel zu ihrer Entschlüsselung erhalten hatte. Guten Abend. In den stillen Hallen von Heliopolis, wo das Licht des Wissens ebenso hell brannte wie das der Tempelfackeln, verschmolzen die Grenzen zwischen dem, was wir heute Wissenschaft und Magie nennen. Für die Priester von Iunu war dies keine Trennung, sondern eine Einheit. Die Heilkunst war nicht nur eine Frage von Kräutern und Skalpellen, sondern ein tiefgreifender Akt der Wiederherstellung der kosmischen Ordnung, der Ma'at, im menschlichen Körper. Jede Krankheit war eine Störung dieser Harmonie, ein Eindringen von Chaos in die geordnete Welt des Individuums. Der Priesterheiler, der Wab oder SWNW, war daher sowohl Arzt als auch Magier. Er verstand die physischen Eigenschaften von Pflanzen und Mineralien, wie es uns die großen medizinischen Papyri, etwa der Papyrus Ebers, eindrucksvoll belegen. Dort finden wir Hunderte von Rezepten, von Wundbehandlungen bis hin zu komplexen internen Kuren, die eine erstaunliche Kenntnis der Anatomie und Pharmakologie verraten. Doch neben diesen praktischen Anweisungen stehen stets die Zauberformeln, die Beschwörungen. Für den modernen Geist mag dies widersprüchlich erscheinen. Für den Priester von Heliopolis war es die Vollendung seiner Kunst. Das Kraut,
heilte den Körper, aber die magische Formel, die Heka, heilte den Geist und die Seele. Heka war keine Trickserei, sondern die grundlegende schöpferische Kraft, die die Götter nutzten, um die Welt zu formen. Ein Wort zur rechten Zeit gesprochen, eine Geste mit Bedacht ausgeführt, konnte diese göttliche Energie kanalisieren und den Prozess der Heilung lenken. Hier sehen wir die Wurzeln dessen, was Jahrtausende später Alchemie genannt werden würde. Es ging um Transformation. So wie der Priester ein krankes Organ zu heilen versuchte, so versuchte er auch, die grundlegende Substanz der Dinge zu verstehen und zu wandeln. Die Umwandlung von Blei in Gold, das spätere große Ziel der Alchemisten, ist nur ein grobes materielles Echo dieser ursprünglichen, viel tieferen Suche, der Transformation des Unvollkommenen zum Vollkommenen, des Kranken zum Gesunden, des Sterblichen zum Göttlichen. In den Tempellaboren von Heliopolis wurde nicht nur Medizin praktiziert. Es wurde die heilige Chemie des Lebens selbst erforscht, eine Disziplin, in der Materie und Geist untrennbar miteinander verwoben waren. Jede große Zivilisation hat ihre Mythen von verlorenen Wissensschätzen. Für die westliche Welt ist es die Bibliothek von Alexandria. Doch bevor Alexandria überhaupt existierte, bevor der erste Stein für ihr berühmtes Museion gelegt wurde, gab es Heliopolis. Archäologisch wurde nie eine Bibliothek im modernen Sinne gefunden, kein Gebäude mit der Aufschrift Haus der Bücher. Doch das ist ein zu modernes Bild. Die Bibliothek von Heliopolis war der Tempel selbst. In seinen Häusern des Lebens, den Per-Ankh, lagerten die Papyri, die das gesammelte Wissen von Generationen von Priestern enthielten. Tausende von Schriftrollen über Theologie, Astronomie, Geschichte, Recht und Medizin. Sie waren das intellektuelle Herz Ägyptens. Was geschah mit diesem unermesslichen Schatz? Die Geschichte ist keine von einem einzigen katastrophalen Brand, sondern von einem langen, leisen Verfall. Mit dem Aufstieg neuer Hauptstädte und Kulte verlor Heliopolis an politischer Bedeutung. Die Tempel verfielen langsam, das Wissen wurde verstreut oder verblasste. Doch es ging nicht vollständig verloren. Es fand ein neues Leben, ein Echo in den Hallen der großen Bibliothek von Alexandria. Als die Ptolemäerkönige Alexandria zum Zentrum der hellenistischen Welt machten, wussten sie, dass wahre Macht nicht nur auf Armeen, sondern auf Wissen beruht. Sie schickten Gelehrte aus, um Texte aus der ganzen bekannten Welt zu sammeln. Es ist undenkbar, dass sie die ältesten und heiligsten Tempelarchive Ägyptens ignoriert hätten. Priester wie Manetho, der selbst aus der Region Heliopolis stammte, wurden beauftragt, die alten Chroniken ins Griechische zu übersetzen. In diesem Prozess der Übertragung und Übersetzung wurde das Wissen von Heliopolis transformiert. Es wurde aus seinem rituellen, heiligen Kontext gelöst und in das Raster der griechischen Philosophie und Wissenschaft eingeordnet. Die altägyptische Astronomie wurde zur Grundlage für die Berechnungen von Eratosthenes. Die medizinischen Texte flossen in die Arbeit der alexandrinischen Ärzte ein. Die theologische Weisheit wurde von griechischen Philosophen studiert und neu interpretiert. Die verlorene Bibliothek von Heliopolis ist also weniger ein physisch verschwundener Ort, als vielmehr ein intellektueller Strom, der in einen größeren Fluss mündete. Ihr Wasser wurde mit anderen Wassern vermischt, aber ihre Quelle, ihre ursprüngliche Kraft, prägte den gesamten Lauf der alexandrinischen Gelehrsamkeit und damit das Fundament des westlichen Wissens. Im Allerheiligsten des Sonnentempels von Heliopolis, dem Haus des Phönix, befand sich ein Objekt von einzigartiger Verehrung: der Benbenstein.
Dieses Artefakt, das uns nur aus Beschreibungen und Darstellungen bekannt ist, war der physische Ankerpunkt der gesamten Schöpfungstheologie der Stadt. Es war der Urhügel selbst, der erste feste Punkt, der aus den Wassern des Urozeans nun aufstieg und auf dem der Schöpfergott Atum-Ra seinen Fuß setzte. Seine Form war die eines kleinen, gedrungenen Obelisken oder einer Pyramide, ein sogenanntes Pyramidion. Diese Form wurde zum Vorbild für die Spitzen aller großen Pyramiden und Obelisken Ägyptens, die somit alle symbolisch auf diesen einen Punkt in Heliopolis verwiesen. Sie waren steinerne Sonnenstrahlen, die die Kraft des Benben im ganzen Land verteilten. Doch was war dieser Stein? Die Texte beschreiben ihn als dunkel und metallisch. Diese Beschreibung, verbunden mit seiner himmlischen Bedeutung, hat zu der faszinierenden Hypothese geführt, dass der ursprüngliche Benbenstein ein Meteorit gewesen sein könnte. Für die alten Ägypter, die den Himmel mit größter Aufmerksamkeit beobachteten, wäre ein Stein, der feurig vom Himmel fällt, nichts weniger als ein direktes Geschenk der Götter gewesen. Das altägyptische Wort für Eisen, Bia-Enpet, bedeutet wörtlich Metall vom Himmel, was zeigt, dass sie die kosmische Herkunft von Meteoriteneisen kannten und es als besonders heilig betrachteten. Ein solcher Himmelsstein im Zentrum ihres heiligsten Tempels hätte die Verbindung zwischen der Erde und dem Kosmos auf die denkbar direkteste Weise manifestiert. Er wäre nicht nur ein Symbol für den Urhügel gewesen, er wäre ein Stück des Himmels, das zur Erde kam, um die Schöpfung zu beginnen. Auf diesem Stein, so der Mythos, landete der Bennu-Vogel, der göttliche Reiher, der später in der griechischen Welt als Phönix bekannt wurde. Der Schrei des Bennu durchbrach die Stille der Vorschöpfung und setzte die Zeit in Gang. Der Stein war also der Punkt, an dem Ewigkeit zur Zeit wurde, an dem das Potenzial zur Wirklichkeit gerann. Ob der Benben nun ein Meteorit war oder ein irdischer Stein von besonderer Form, seine Bedeutung bleibt dieselbe. Er war der Nabel der Welt, ein Konvergenzpunkt von göttlicher und irdischer Energie, der stille, ewige Zeuge des ersten Sonnenaufgangs. Das Prestige von Heliopolis strahlte weit über die Grenzen Ägyptens hinaus. Für die aufstrebende Zivilisation der Griechen war Ägypten das Land der uralten Weisheit, und Heliopolis war dessen ehrwürdigstes Zentrum. Lange bevor Alexander der Große das Land eroberte, suchten die klügsten Köpfe Griechenlands den Weg zu den Priestern am Nil, um von ihrem Wissen zu lernen. Es war ein intellektueller Dialog, der das Fundament der westlichen Philosophie mitformen sollte. Eine der berühmtesten dieser Verbindungen wird uns von Platon selbst überliefert. In seinen Dialogen Timaios und Kritias erzählt er, wie der große athenische Gesetzgeber Solon nach Ägypten reiste. Dort, in der Stadt Sais, die enge theologische Verbindungen zu Heliopolis unterhielt, offenbarte ihm ein alter Priester die Geschichte von Atlantis. Bemerkenswert ist die Haltung des Priesters, der die Griechen freundlich als Kinder bezeichnet, deren historische Erinnerung kurz sei im Vergleich zu den jahrtausendealten Aufzeichnungen Ägyptens. Die Atlantis-Erzählung wird als ein Fragment aus dem riesigen Wissensarchiv der ägyptischen Tempel präsentiert. Auch Platon selbst soll, so berichten es spätere antike Autoren, Jahre in Ägypten verbracht haben, um bei den Priestern von Heliopolis zu studieren. Ob diese Reise historisch exakt ist oder nicht, die Echos des heliopolitanischen Denkens in seiner Philosophie sind unüberhörbar. Platons berühmte Ideenlehre, die Vorstellung, dass unsere sichtbare Welt nur ein unvollkommenes Abbild einer höheren, ewigen Welt
der perfekten Formen oder Ideen ist, weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit der ägyptischen Theologie auf. Die Priester von Heliopolis glaubten, dass die erschaffene Welt nach göttlichen Mustern geformt wurde, die in der Urzeit von Atum-Ra festgelegt wurden. Die sichtbare Welt war eine Manifestation dieser unsichtbaren, perfekten Blaupausen. Dieser Dialog war keine Einbahnstraße. Die Griechen übernahmen das Wissen nicht einfach, sie rangen damit, interpretierten es neu und integrierten es in ihr eigenes, von Logik und Dialektik geprägtes Denksystem. Sie übersetzten die mythische Sprache der ägyptischen Theologie in die abstrakte Sprache der Philosophie. So wurde die Weisheit von Heliopolis zu einem der verborgenen Quellflüsse, die in das große Meer der griechischen Philosophie mündeten und von dort aus die intellektuelle Landschaft des Westens für immer prägten. In der langen, von Kontinuität geprägten Geschichte Ägyptens gibt es eine Epoche, die wie ein plötzlicher greller Blitz aus dem ruhigen Fluss der Tradition ausbricht: die Amarna-Zeit. An ihrer Spitze stand ein Pharao, der seinen Namen von Amenophis IV. In Echnaton änderte, der dem Aton gefällig ist. Seine religiöse Revolution war nicht nur eine theologische Neuerung, sie war ein direkter und frontaler Angriff auf das gesamte Machtgefüge der ägyptischen Priesterschaften und ganz besonders auf die Priester von Heliopolis und Theben. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Pantheon komplex, angeführt von Amun-Ra, einer synkretistischen Gottheit, die die Macht des thebanischen Gottes Amun mit dem universellen Sonnenkult von Ra aus Heliopolis verband. Dieses System war das Fundament, auf dem die Macht der Tempel ruhte. Echnaton zerbrach dieses Fundament mit radikaler Entschlossenheit. Er erhob den Aton, die physische Sonnenscheibe, zum einzigen, universalen Gott. Dies war keine bloße Bevorzugung eines Gottes über andere, es war die Auslöschung aller anderen. Tempel wurden geschlossen, die Namen der alten Götter von Monumenten getilgt, für die Priester von Heliopolis, deren gesamte Kosmologie auf dem komplexen Mythos von Ra und der Enneade basierte, muss dies wie eine Apokalypse gewirkt haben. Ihre Rolle als Hüter der Schöpfungsgeschichte, als Deuter der Zyklen von Tag und Nacht, wurde für obsolet erklärt. Echnaton und seine Familie wurden die alleinigen Vermittler zwischen der Menschheit und dem Aton. Er schuf eine neue Hauptstadt, Achet-Aton, das heutige Amarna, weit entfernt von den alten Machtzentren. War dies der Versuch eines mystischen Visionärs, eine reinere Form der Anbetung zu etablieren? Oder war es ein kalkulierter politischer Schachzug, um die immense wirtschaftliche und politische Macht der Tempel zu brechen, die sogar die des Pharaos herauszufordern begann? Wahrscheinlich war es beides. Doch die Revolution war zu radikal, zu abrupt. Sie entwurzelte Jahrtausende gewachsener Überzeugungen. Nach Echnatons Tod dauerte es nicht lange, bis seine Nachfolger, darunter der junge Tutanchamun, den alten Glauben wiederherstellten. Die Tempel von Heliopolis und Theben öffneten wieder ihre Tore und die Priester kehrten an die Macht zurück. Echnatons Name wurde verflucht, seine Stadt verlassen. Doch der Riss im Gefüge war entstanden. Es war die erste Demonstration, dass selbst die ewige Ordnung von Heliopolis zerbrechlich war. Kein Imperium, keine Stadt, keine Idee währt ewig. Auch Heliopolis, die Stadt der Sonne, die über Jahrtausende das intellektuelle Herz Ägyptens war, musste sich diesem unerbittlichen Gesetz der Zeit beugen. Ihr Niedergang war kein plötzlicher Kollaps, sondern ein langsames Versickern
ein allmähliches Verblassen ihrer Bedeutung, während der Wüstensand die Tempel zurückeroberte. Der Prozess begann schon lange vor der Ankunft fremder Eroberer. Die politische Macht hatte sich bereits während des Neuen Reiches endgültig nach Theben verlagert. Heliopolis blieb ein ehrwürdiges religiöses Zentrum, aber seine direkte politische Relevanz schwand. Es wurde zu einem Monument seiner eigenen Vergangenheit. Die Invasionen beschleunigten diesen Prozess dramatisch. Die Perser unter Kambyses II. Im 6. Jahrhundert vor Christus sollen Berichten zufolge Teile der Stadt zerstört haben. Ein Akt, der weniger auf religiösem Fanatismus als auf der strategischen Brechung des ägyptischen Widerstandsgeistes beruhte. Als die Griechen unter Alexander dem Großen kamen und die Ptolemäer-Dynastie begründeten, erlebte Ägypten eine neue Blüte. Doch das Zentrum des Wissens war nicht mehr Heliopolis. Es war die neu gegründete, pulsierende Metropole Alexandria mit ihrer legendären Bibliothek. Gelehrte wie Herodot und angeblich sogar Platon hatten Heliopolis noch als Ort alter Weisheit besucht, doch nun zog es die größten Denker der Welt nach Alexandria. Die Priester von Heliopolis waren nun nicht mehr die alleinigen Meister des Wissens, sondern eher die Kuratoren eines alten Museums. Die römische Eroberung versetzte der Stadt einen weiteren Schlag. Die Römer bewunderten die ägyptische Kultur, aber sie sahen sie auch als Steinbruch. Viele der berühmten Obelisken, die einst vor den Tempeln von Heliopolis standen und die Sonnenstrahlen einfingen, wurden abtransportiert, um die Plätze Roms zu schmücken. Trophäen eines besiegten Glaubens. Der endgültige Todesstoß kam mit dem Aufstieg des Christentums. Im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus wurden die heidnischen Kulte per kaiserlichem Edikt verboten. Die Tempel wurden geschlossen, ihre Rituale verstummten. Das Wissen, das über Generationen von Priestern mündlich und schriftlich weitergegeben wurde, verlor seinen Kontext. Die Hieroglyphen wurden unleserlich, die Mythen zu bloßen Geschichten. Das lebendige System aus Astronomie, Theologie und Ritual erstarrte und zerfiel zu archäologischen Fragmenten. Das Wissen versickerte nicht nur, es wurde aktiv ausgelöscht und vergessen, begraben unter dem Sand der Wüste und einer neuen Weltanschauung. Auch wenn die Tempel von Heliopolis zerfielen und ihre Priester verstummten, starb der Geist ihres Wissens nicht vollständig. Er überlebte in verwandelter Form, als ein Echo, das durch die Korridore späterer Kulturen hallte. Dieses Nachleben ist komplex und oft schwer von späteren Erfindungen zu trennen. Es fand seinen fruchtbarsten Boden im multikulturellen Schmelztiegel des hellenistischen Ägyptens, besonders in Alexandria. Hier trafen ägyptische Priester auf griechische Philosophen, jüdische Mystiker und römische Beamte. In diesem intellektuellen Klima begann eine faszinierende Synthese. Die alten ägyptischen Götter wurden mit griechischen Pendants identifiziert. Der weise Tod, der Gott der Schrift, der Magie und des Wissens, verschmolz mit dem griechischen Götterboten Hermes. Aus dieser Verbindung entstand eine neue, mythische Gestalt, Hermes Trismegistos, der dreimal größte Hermes, dem eine Sammlung von Schriften zugeschrieben wurde, die als Corpus Hermeticum bekannt ist. Diese Texte, die wahrscheinlich zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, sind keine reinen Abschriften heliopolitanischer Lehren. Sie sind in Griechisch geschrieben und stark von platonischer und stoischer Philosophie geprägt. Doch sie beanspruchen, die Essenz uralter ägyptischer Weisheit zu enthalten. Sie sprechen von einem einzigen, transzendenten Gott, von der Seele des Menschen
als einem göttlichen Funken, der in die materielle Welt gefallen ist, und von der Gnosis, der erlösenden Erkenntnis, als Weg zur Wiedervereinigung mit dem Göttlichen. Man kann darin Anklänge an die heliopolitanische Theologie erkennen, die Betonung des Lichts, die Idee einer kosmischen Ordnung und die Suche nach Unsterblichkeit. Doch es ist eine stark veränderte, philosophisch überformte Version. Diese hermetische Tradition erwies sich als außerordentlich langlebig. Sie überlebte den Untergang der antiken Welt, wurde von arabischen Gelehrten bewahrt und in der Renaissance in Europa wiederentdeckt. Sie beflügelte Alchemisten, Astrologen und Philosophen, die in ihr eine göttliche Uroffenbarung sahen, die älter als die griechische Philosophie und sogar die biblischen Texte sei. Von hier aus zogen sich die Fäden weiter in die westliche Esoterik, zu Geheimgesellschaften und mystischen Orden. Das Nachleben der heliopolitanischen Weisheit ist somit eine Geschichte der Transformation. Das ursprüngliche, rituelle und kontextgebundene Wissen der Priester wurde zu einer universalen, philosophischen Mystik. Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Ideen über Kulturen und Epochen hinweg wandern, sich anpassen und neu interpretiert werden, lange nachdem ihr Ursprungsort zu Staub zerfallen ist. Wir stehen am Ende unserer langen Reise nach Iunu, der Stadt der Säulen, die von den Griechen Heliopolis genannt wurde. Wir sind durch Jahrtausende gewandert, haben den Aufstieg und Fall von Dynastien beobachtet und versucht, die Geheimnisse zu ergründen, die einst in den Hallen ihrer Tempel gehütet wurden. Doch was bleibt am Ende? Was ist das wahre Mysterium von Heliopolis? Zunächst ist da das, was wir wissen, was wir mit den Werkzeugen der Archäologie und Philologie aus dem Sand der Zeit bergen konnten. Wir wissen, dass Heliopolis das älteste und wichtigste Zentrum des Sonnenkultes in Ägypten war. Wir haben Fragmente ihrer Tempel, die gewaltigen Obelisken, die heute in Rom, London und New York stehen, und wir haben die Texte. Die Pyramidentexte geben uns einen Einblick in ihre Jenseitsvorstellungen. Die Lehren für Merikare zeigen ihre ethischen Überlegungen und unzählige Inschriften bezeugen ihre politische und religiöse Macht. Wir wissen, dass ihre Priester Astronomen waren, die den Kalender perfektionierten und die Zyklen der Gestirne beobachteten, um die kosmische Ordnung, die Ma'at, auf Erden zu sichern. Dies sind die soliden Fakten, die Eckpfeiler unseres Verständnisses. Doch jenseits dieser Pfeiler erstreckt sich ein Ozean des Unbekannten. Das ist das wahre Mysterium. Wir kennen die Namen der Rituale, aber wir können die Worte nicht mehr mit der ehrfürchtigen Stimme eines Hohepriesters im Dunkel des Allerheiligsten hören. Wir können die astronomischen Ausrichtungen der Tempel vermessen, aber wir können nicht mehr an den nächtlichen Debatten der Priester teilhaben, in denen sie über die Natur von Raum, Zeit und Schöpfung stritten. Wir lesen von den Mysterien, von den Stufen der Initiation, aber die persönliche transformative Erfahrung eines Novizen, der zum ersten Mal die heiligen Symbole erblickt, bleibt uns für immer verschlossen. Das ist kein Versäumnis der Wissenschaft. Es ist die grundlegende Natur der Geschichte. Sie kann uns die Hülle geben, die Architektur, die Worte, aber die gelebte Erfahrung, der Geist, der diese Strukturen einst mit Bedeutung füllte, ist flüchtig. Das wahre Mysterium von Heliopolis ist nicht in geheimen Kammern oder verschlüsselten Texten verborgen. Es liegt in der Stille zwischen den Zeilen, in der unüberbrückbaren Kluft der Zeit, die uns von der Gedankenwelt dieser Menschen trennt. Heliopolis erinnert uns daran, dass jede Zivilisation ein Versuch ist,
dem Universum einen Sinn abzuringen. Die Priester der Sonne taten dies mit beeindruckender Konsequenz und intellektueller Tiefe. Ihre Stadt mag verschwunden sein, doch die Fragen, die sie an die Sterne richteten, sind dieselben, die wir uns heute noch stellen.